Hallo Freunde der Klemmbausteine und herzlich willkommen zum, wie versprochen, zweiten Teil von unserem Traktorvideo. Heute geht es darum, wie er fährt, das zeige ich euch jetzt gleich mal kurz. Dafür habe ich euch auch jemand mitgebracht, und zwar eine super Traktorfahrerin. Die wird euch zeigen, wie es funktioniert. Und danach sehen wir uns auch gleich wieder drin. Da geht es dann nämlich um die Zubehörteile, also die Anbauteile, die mit dabei sind. Also, viel Spaß und bis gleich. Jetzt hier bitte, oder? Und Kreis, oder? So, jetzt, also ihr habt gesehen, wie er mal fährt. Der ist schon recht zügig unterwegs für den Traktor. Ich habe mir sagen lassen, ich kann es leider noch nicht bestätigen, aber über die Molking App, da könnt ihr den Ganzen auch ein bisschen langsamer fahren lassen. Also da könnt ihr das wohl ein bisschen besser steuern. Bisher habe ich es noch nicht hinbekommen, dass es funktioniert. Vielleicht habt ihr ja dabei mehr Erfolg wie ich. Aber es macht trotzdem Spaß. Also auch ohne die App mit der Fernbedienung macht wirklich super viel Spaß, den fahren zu lassen. Er schafft auch Steigungen. Ich habe ihn jetzt nicht ganz voll geladen gehabt. Ansonsten hätte er ja, tatsächlich auch noch ein bisschen höher, also ein bisschen steilere Steigungen fahren können. Aber das könnt ihr dann selber ausprobieren. Ihr müsst ja nicht alles sehen gleich. Und wie ich es euch versprochen habe, wir beschäftigen uns heute mit diesen Zubehörteilen hier, die ihr hier seht. Ich habe es ja im ersten Video schon angesprochen. Es sind bei dem Set 4 Stück mit dabei, was ich spitze finde. Und genau, da werde ich euch jetzt kurz die im Detail noch ein bisschen zeigen. Dann gibt es noch ein kleines Fazit von mir. Genau, und dann könnt ihr euch da gerne eure eigene Meinung drüber bilden. Und wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Zubehörteilen. Und dann sehen wir uns danach bei dem Fazit wieder. So, dann kommen wir jetzt zu den einzelnen Zubehörteilen. Also bei dem hier habe ich leider keine Ahnung, für was das in der Praxis tatsächlich verwendet wird. Aber es hat viele Reifen dran, das sieht super aus. Komme ich gleich noch dazu. Also hier haben wir wahrscheinlich ein Furchengerät. Ja. Das Ganze wird nicht über die Achse angetrieben. Der Traktor, das zeige ich euch gleich nochmal, der hat eine Achse, die von vorne nach hinten durchgeht. Und damit werden 2 von den 4 Geräten quasi über die Fernsteuerung kann man die quasi antreiben. Bei dem hier nicht, ist auch relativ simpel aufgebaut, wie ihr seht. Sind nicht allzu viele Teile dran. Die schwarzen Pins, die ihr oben habt, die 4 Stück, die dienen zur Befestigung am Traktor. Werde ich euch auch gleich noch zeigen. Und genau, also des Weiteren haben sie hier einen Schredder konstruiert. Der ist an die Achse angeschlossen. Und wenn ihr das Ganze über die Fernsteuerung antreibt, bewegen sich hier drin die Zahnräder mit. Wir haben ja ganz schönes Orange, gefällt mir ganz gut. Das hier oben soll den Auswurf anscheinend simulieren und ansonsten auch hier hinten wieder die schwarzen Pins. Das ist bei allen 4 Modellen gleich, da wird es reingeschlossen. Und das ist der Anschluss für die Achse. Das haben wir jetzt gleich beim nächsten auch noch. Genau, relativ einfach aufgebaut. Hier bei dem wird viel mit Platten gearbeitet, also große Platten, aber ist auch sinnvoll. Innen drin haben wir 2 Reihen mit den großen Zahnrädern und dann nochmal 2 Reihen mit den kleineren. Und ansonsten von der vom Antrieb her relativ einfache Verzahnung, aber es langt voll und ganz aus. So, bei dem dritten Zubehörteil. Sieht für mich aus, wie wenn man damit das Heu ja, wie nennt man es, aufwirbelt, um ein bisschen Luft reinzubekommen. Ihr seht, wir haben hier ein bisschen das Problem, also es dreht sich, es funktioniert am Traktor auch ganz gut, wenn aber die Zahnräder ein bisschen verrutschen, ihr hört's, dann dreht es durch. Also da müsst ihr wirklich schauen, ich muss jetzt tatsächlich auch nochmal gucken, wie es bei mir sitzt, aber ihr müsst wirklich schauen, dass das schön zusammensitzt, alles. Und alles auf einer Ebene ist, weil ihr habt hier oben hinter jedem Teil habt ihr quasi ein Zahnrad, die einfach nur aneinander in Reihe sind. Genau, jetzt seht ihr das, jetzt geht es wieder flüssiger.
Also wenn das Ganze ja, nur ein bisschen quasi verzogen ist, vom Rahmen her, dann dreht schon gar nicht mehr richtig durch. Aber im Normalfall einfach mal kurz zusammengedrückt, so wie ich das jetzt hier auch mache. Und dann funktioniert das Ganze wieder. Genau, hier hinten die Antriebsachse, die schwarzen Pins, auf die komme ich gleich. Die, ja, das hier hinten, weiß nicht, ob das einfach nur zur Führung ist auf dem Boden, aber das dreht sich manuell mit. Genau, und ja, das war es auch hier bei der Funktion. Jetzt kommen wir zum letzten und zum vierten. Wie gesagt, keine Ahnung, für was es in der Praxis verwendet wird. Vielleicht wisst ihr. Hier haben wir auf jeden Fall genau 4, 8, 12 Räder verbaut. Ziemlich große. Und das Ganze lässt sich manuell runterfahren. Jetzt drehe ich mal ein bisschen. Dauert einen kleinen Moment. Aber es fahren quasi beide Zylinder gleichzeitig aus. So, Moment. Und dann habt ihr das Ganze auch unten. So, leider muss ich sagen, hier nicht über die Achse angetrieben. Warum? Verstehe ich nicht. Hätte man relativ einfach machen können. Aber ihr könnt eurer Fantasie da ein bisschen freien Lauf lassen und könnt überlegen, ob ihr das hier unten, ich halte es mal ein bisschen näher hin, da wo das Loch ist, ob ihr das irgendwie schafft. Quasi dieses Zahnrad, was man oben verwendet zum Drehen, einfach mit einer Stange oder mit einer Schrägverzahnung hier runterführt und dann hier hinten raus. Dann könnte man es auch an die Achse anschließen. Ich werde es selber mal probieren, ich habe es noch nicht probiert. Ich kann es euch ja dann, falls ich es hinbekomme, kann ich es euch mal in die Kommentare mit reinschreiben. Aber es wäre eine Möglichkeit. Das fand ich am Anfang beim Aufbau ein bisschen schade. Im Nachhinein gar nicht mehr so schlimm, weil ich mir gedacht habe, na, das lässt sich bestimmt was machen. Genau, die schwarzen Pins zum dran machen. Und ansonsten, ja, alle Modelle relativ einfach, aber doch detailreich und schön aufzubauen. Gehen relativ zügig. Jetzt zeige ich euch das Ganze mal am Traktor. So, wir haben am Traktor vorne und hinten. Schauen wir mal, ob man es sieht. Genau, hier ist der Anschluss, da kommt die Achse rein und vorne haben wir genau das gleiche. Hier unten. Da könnt ihr quasi auch zwei gleichzeitig mit dran machen. Also wenn ihr sagt, gut, ich möchte jetzt einmal hinten was dran haben, einmal vorne, dann könnt ihr das machen. Und hier an diesen Stangen, die ihr auch vorne und hinten habt, lässt sich das Ganze einfach in der Höhe verstellen. Das heißt, ich würde es jetzt mal kurz zeigen. Am besten drehe ich das Ganze, das große machen wir nach hinten. So, gehen wir mal ein bisschen näher ran, dass ihr das ein bisschen besser seht. Ihr schiebt es quasi nur da drüber und dann macht ihr das mit den schwarzen Pins, die da so rausstehen, macht ihr das fest. Und zwar oben und unten. So, und jetzt hält das Ganze auch schon. Gehen wir wieder ein bisschen raus. Jetzt ist das Ganze dran. Wenn ihr jetzt hier weiter runter dreht, so, bis es quasi einmal durchdreht, dann habt ihr das Ganze auf dem Boden und es dreht sich wunderbar mit. Dann müsst ihr nur schauen, dass auch die Räder alle auf dem Boden sind. Genau. Und dann könntet ihr damit schon so weit fahren. Ihr könnt das Ganze auch dran lassen, wenn ihr jetzt quasi sagt, okay, ich möchte mit dem Zubehör nicht fahren. Dafür habt ihr nämlich die Höhenverstellung. Ihr dreht es einfach mit der Hand hoch. Genau, jetzt sind wir ganz oben. Und dann könnt ihr auch das Ganze hier noch hochfahren. So, dauert einen kleinen Moment. Wie gesagt, leider nicht über die Fernbedienung in dem Fall. So, und dann ist das Ganze auch frei. Also ist es nicht mehr auf dem Boden. Ihr seht, da geht meine Hand runter. Und so könnt ihr das dran lassen und könnt trotzdem mit dem Traktor fahren. So, das Abmachen, also die Pins, die sitzen wirklich sehr gut. Bei mir gehen sie meistens ganz raus. Aber ist ja kein Drama, man steckt sie einfach wieder an ihre vorhergesehenen Stellen rein. So, und dann habt ihr schon wieder das Zubehör gewechselt. Jetzt mache ich euch mal den Schredder da dran.
mit der Verbindung an dem Traktor. Also ich schaue, dass ich immer zuerst unten in die Achse reingehe, weil die natürlich so ziemlich in alle Richtungen hin und her schwingt. So, und wenn ich das drin habe, dann auch hier wieder mit den schwarzen Pins. Jetzt drehen wir es mal hoch, dass es nicht so am Boden liegt. So, und dann machen wir den Traktor mal kurz an. Und dann zeige ich euch nämlich die, so lasse ich es auch mal drehen über die Fernbedienung. So, das war ein Meter. Genau, da habt ihr die Achse. Man erkennt es, ja, man erkennt es ganz gut. Also ihr könnt es dann hier, wenn ihr es richtig angeschlossen habt, über die C-Knöpfe könnt ihr das drehen lassen. Und wenn ihr seht, bei dem Traktor von unten, hier ganz am Ende, da dreht sich das Ganze mit und oben dreht das Ganze auch. Also eine durchgehende Achse, damit werden die Modelle quasi angetrieben, die Zubehörteile, und damit könnt ihr ja, auch, wie gesagt, zwei gleichzeitig steuern. Gut, das war es soweit von mir, von den Zubehörteilen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns jetzt gleich beim Fazit wieder. Und damit wünsche ich euch noch viel Spaß. So, dann kommen wir zum Fazit. Also, ihr habt es gesehen, bei den 4 Teilen, 2 Stück werden über die Achse vom Traktor angetrieben und die anderen beiden nicht. Ja, ich fand es am Anfang schade. Dachte mir, gut, also hätte man vielleicht doch, gerade hier bei dem, hätte man doch sagen können, ja, das treibe ich auch über die Achse an. Bei dem Furchengerät hier, das ist jetzt nicht schlimm. Da gibt es ja auch nicht allzu viel, also da würde ich sagen, passt schon. Aber, und das ist für mich eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, wir haben bei Klemmbausteinen, ja, klar, vorgefertigtes Sets, alles schön und gut, man kauft es für viel Geld ein und möchte sie dann eigentlich fertig haben und vielleicht auch benutzen, wie man es selber gerne möchte, aber da ist ja eh jeder anders. Jeder hat andere Vorstellungen. Und gerade um die Vorstellung geht's. Also es ist nicht schlimm, dass das nicht angetrieben ist. Ich habe es euch gezeigt in dem Video, es lässt sich nachrüsten. Also ihr könnt einfach sagen, okay, ich benutze jetzt meine Fantasie, hole mir noch ein paar Teile dazu, dann habt ihr sogar da und dann kann ich das Ganze nachrüsten. Ziemlich einfach. Und das macht es eigentlich auch aus. Also ich finde, das ist unglaublich wichtig. Als ich das aufgebaut habe, das war das Erste, was mir in den Sinn kam. Zack, kann man doch nachrüsten, ist doch gar kein Problem. Und von daher, für mich persönlich ist es kein Minuspunkt, sage ich mal. Im Gegenteil. Ich fand es klasse, weil ich es dann gesehen habe und mir dachte, ja, kann man trotzdem was machen. Die Optionen sind offen. Ihr müsst es für euch selber entscheiden. Mich persönlich stört es nicht. Auch das, was wir im ersten Video hatten, den kleinen Fehler in der Lenkung. Ja, es ist schade, wenn man es nicht weiß. Aber jeder, der da so ein bisschen, also wenn ihr die Videos gesehen habt, wisst ihr das ja so oder so. Und ansonsten jeder, der dann sagt, irgendwie kann er nicht ganz richtig sein, der kommt da auch von alleine drauf. Also gar kein Thema. Für mich ein klasse Modell. Super viele Teile. Gute Teile, die eine Spitzenqualität haben. Und ein Aufbau, der einen wirklich ja, ein bisschen fordert, sage ich mal, der Spaß macht. Und unglaublich viel Zubehörteile mit dabei. Und von daher für mich ganz klar Spitzenmodell, Spitzentechnikmodell. Seit langem ein Technikmodell, das mir wirklich extrem viel Spaß bereitet hat und wo ich guten Gewissens auch nur weiterempfehlen kann. Ansonsten, wie gehabt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, Wünsche habt oder irgendein Modell, wo ihr sagt, hey, da würde ich gerne drüber Bescheid wissen oder gibt es da irgendwas, schreibt mir, schreibt es in die Kommentare und dann schaue ich natürlich, was ich für euch machen kann, um euch das vorzustellen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und freue mich schon auf das nächste Video. Bis dahin, alles Gute!